Wenn man sich anschaut, wie viele Choräle in dieser Markus-Passion von Picander drinstehen, kann man sich schon fragen, wie kommt das jetzt? Also warum so viele, wieso so zahlreich? Und jetzt, wenn man meine Version anschaut, warum baut er dann noch mehr ein? Ich habe ja im Eingangschor einen Choral eingebaut, im Schlusschor einen Choral eingebaut, die bei Picander nicht im Libretto stehen und die einen eigenen Text haben und der Text wird auch gesungen. Es ist also kein instrumentales Zitat, sondern es ist wirklich gesungener Text dabei. Habe mich da ein bisschen am Text vergriffen, wenn man so will, also habe das geändert, erweitert oder ergänzt. Nach Gutdünken. Was ist das mit diesen Chorälen? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Diese Musik war in dem Sinn Gebrauchsmusik damals, wenn sie denn von Bach geschrieben wurde, oder auch die anderen Passionen von Bach. Das war in dem Sinn Gebrauchsmusik, als man sie für den Gottesdienst offiziell bestellt hatte und Bach hat sie geliefert. Die Menschen damals kannten die Choräle alle. Das ist heute sicherlich anders. Ob damals alle kannten, können wir heute auch nicht mehr nachvollziehen, aber sicherlich kannten sie besser, als wir sie heute kennen. Die Choräle in der Markus-Passion und auch in den anderen Bachschen Passionen, mit Betonung auf Bach, die Choräle sind, ich nenne es jetzt mal so, Angelhaken, um die Leute mitzunehmen auf einen Weg, der dann bis zum nächsten Choral führt beispielsweise. Also wir sind irgendwo in der Geschichte und dann kommt Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güte, nach dieser wunderschönen Melodie. Und das ist wie so ein Weckruf, ein kurzer Moment, das kenne ich doch und dann bin ich wieder da. Wenn man zwischendrin vielleicht eher in Gedanken bei persönlichen Dingen war oder sowas oder gerade abschweift oder so. Bei den Chorälen spätestens war man wieder präsent. Eigentlich habe ich bei den Chorälen kompositorisch nicht anders gearbeitet als bei anderen Teilen der Passion. Vielleicht kann ich da hinweisen auf etwas, was ich auf jeden Fall anders gemacht habe, als das vielleicht zum Beispiel bei Bach passiert, nämlich ist die Notation. Also ich habe nicht, Choräle sind ja vierstimmig in der Regel, ich habe nicht einfach 4 Stimmen hingeschrieben und vor jede der 4 Stimmen welche Instrumente in welcher Stimme spielen, sondern ich habe jedes Instrument einzeln ausgeschrieben. Also die Flöte, die in der Oktave, also als Vierfußinstrument in dem Fall, die Melodie eines Chorales mitspielt, die steht dann nicht eine Oktav tiefer und das heißt darüber, die muss aber jetzt höher spielen, sondern die steht da, wo sie klingt. Ist also klingend notiert. Und das bei allen Instrumenten, außer bei den 16-Fuß-Instrumenten. Das braucht einfach zu viele Hilfslinien oder einen anderen Schlüssel, das wollte ich nicht. Aber ich habe jede Stimme einzeln ausgeschrieben. Auch damit ich meine, natürlich kann ich innerlich hören, was auf dem Papier steht, aber ich wollte auch mit meinem Notensatzprogramm mir die Sachen anhören können im Voraus, um mich vorzubereiten. Ich musste das Stück ja auch dirigieren oder wollte es dirigieren, sagen wir es so. Und ich wollte den einigermaßen vom Computerprogramm nachgemachten Originalklang dieser Instrumente hören. Also reicht es mir nicht, wenn ich irgendwie 4 Gampen da hinsetze und das mir dann anhöre, sondern ich wollte hören, ist es schön, wenn die Flöte da oben mitspielt, nehme ich sie doch runter oder nicht? Will ich noch mehr 16 Fuß haben, brauche ich mehr 8 Fuß in der Mitte, was weiß ich, solche Sachen. Und es ist anders notiert als jetzt bei Bach. Ja? Da sind 4 Stimmen, meistens sogar ohne Text, weil die Choraltexte und Melodien sowieso jeder kannte. Dann stand eine Überschrift vom Himmel hoch, kein Passionschoral, aber so. Und dann standen da einfach die Noten, aber keine Texte unter jeder Stimme. Aber kompositorisch gehören die Choräle genauso zur Grundsprache dazu, wie die anderen Nummern auch, egal welche Art oder welche musikalische Form die haben. Ich kann nur was schreiben, wo ich selber irgendwie dahinter stehe. Das führt dann beim Schreiben dazu, dass das eine Form annimmt und dass ich nach und nach diese Form, also erstmal entwerfe ich was und dass ich dann nach und nach diese Form vervollständige oder den Inhalt vervollständige. Dass ich da in einer musikalischen Sprache rede, die nicht
heutig ist, wenn man das mal so nennen will, sondern eher die sich an historischen Vorbildern, in diesem Fall an der Bachschen Musiksprache orientiert. Das ist einfach mein Geschmack. Mir gefällt das halt gut. Wenn andere damit nicht zurechtkommen oder das blöd finden oder falsch finden, dann ist das halt so, das ist legitim. Ich finde ja auch, dass mein Geschmack eben vielleicht nicht in deren Richtung liegt. Ich stelle aber schon fest, dass, also ich finde es auch erstaunlich, diese Feststellung, dass sowohl Menschen, die die Markus-Passion als Zuhörer gehört haben, als auch die ausführenden Musiker, die übrigens fast alle auch mit sogenannter zeitgenössischer klassischer Musik recht vertraut sind oder sehr vertraut sind, dass die meisten Reaktionen der Zuhörer wie auch der Ausführenden intensiv ausfielen. Intensiv auf eine emotionale Art und Weise. Und das finde ich bemerkenswert. Warum? Oder fragen wir anders, gelingt es bei einer Johannespassion von Bach oder beim Messias von Händel oder bei irgendeinem anderen barocken Stück in dem Fall, um bei dieser Sprache zu bleiben, gelingt das da auch? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und B, zweiter Teil der Frage, warum habe ich so oft erlebt, dass sich Menschen moderne zeitgenössische Musik anhören und dass dieses emotionale Erlebnis nicht eintrifft. Ich kritisiere nichts, ich stelle nur diese Frage ganz wertfrei. Es interessiert mich einfach, warum kommt das so oft eben nicht zustande, sondern dann redet man gescheit darüber und sagt, das war aber interessant oder diese Kombination von Elektronik mit ich weiß nicht was oder wertfrei, man kann alles machen, aber es ist mir immer wieder aufgefallen, dass da andere Reaktionen entstehen. Und ich selber, und da reden wir wieder von Geschmack, ich vermisse oft, vielleicht meistens, mindestens oft, aber nicht immer, in Musik, die heute geschrieben wird, ich rede nicht von der Popmusik, in der modernen, sogenannten modernen oder zeitgenössischen klassischen Musik, vermisse ich oft, dass mich das auf einer gefühlsmäßigen, auf einer emotionalen Ebene erreicht. Ich kann mir nicht recht erklären, warum das so ist. Ich kann nur vermuten und ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass man das scheut. Dass Komponisten davor Angst haben. Dass sie Angst haben zu berühren. Zu berühren im emotionalen Sinn, dass sie denken, vielleicht aus Höflichkeit oder politischer Korrektheit oder so dürfte man das nicht. Und davon bin ich aber meilenweit entfernt. Nicht um zu sagen, ich bin besser oder so, ich sage einfach, ich bin anders. Das ist nicht besser oder schlechter, auch hier, wir sind wieder wertfrei. Aber ich würde niemals schreiben wollen, ohne etwas auszulösen. Und ich muss ja selber, da gibt es, glaube ich, von Carl Philipp Emanuel Bach irgend so ein Zitat, ein Spieler muss von seinem, also ein Instrumentalist muss von seinem Spiel er muss anrühren mit seinem Spiel und das kann er nicht, ist er denn nicht selbst gerühret oder irgend so geht der Satz, glaube ich. Also ein Musiker kann nur dann das Publikum berühren, den Zuhörer berühren, emotional berühren, wenn er selber davon gerühret ist, schreibt Carl Philipp Emanuel, da bin ich ganz sicher. Und das damit meint er, davon berührt ist, was da passiert. Das muss ich auch sein. Und wenn ich das nicht bin oder mich nicht traue, andere zu berühren, wie will ich dann berühren? Das geht ja nicht. Und davor, ich habe vielleicht auch davor einfach keine Angst. Warum denn auch? Ich glaube nicht, dass ich das Bedürfnis habe, irgendjemanden in meine Welt mitzunehmen. Dafür ist mir die viel zu privat. Ich wünsche mir eigentlich vor allem eins, nämlich, dass es möglich wird, sowohl für den ausführenden Musiker als auch für den Zuhörer, dass es möglich wird, in einer Sprache, die wir alle irgendwie kennen, die uns vertraut ist, in diesem Fall in dieser barocken Sprache, etwas zu erleben, was wir noch nicht kennen. Das ist neu daran. Es gibt kein Gefäß dafür. Auch kein Begriff, ich kenne jedenfalls keinen, dass wir was hören, wo wir denken,
das ist doch barock, aber irgendwie doch nicht. Oder? Dieser Choral, ist das Bach? Ja, habe ich schon mal gehört. Nee, habe ich noch nicht gehört. Dass wir so nah wie möglich an die Eigenschaften einer barocken Uraufführung kommen, heute, dass wir das heute so erleben können, als wäre es damals. Mit einer Matthäus-Passion von Bach geht das nicht mehr, weil wir sie schon kennen. Wir können sie nicht mehr neu erleben. So, also ein erstes Mal erleben, komplett neu. Das kann man nur als Neugeborener, wenn man sie zum allerersten Mal überhaupt hört. Aber jemand, der mit alter Musik, sogenannter alter Musik vertraut ist, der hat sie 100 Mal gehört oder 10 Mal oder 100.000 Mal und ist dadurch geformt, geprägt. In dieser Sprache was zu hören, was noch nicht bekannt ist, das macht mir Freude. Oder etwas hören zu lassen, was man noch nicht kennt, das macht mir Freude. Ohne Anspruch, irgendjemandem da zu gefallen oder den mitzunehmen. Es ist einfach ein Wunsch oder nicht mal ein Bedürfnis, sondern einfach ein Wunsch, dass das möglich ist. Und ging ein wenig für Maß, fiel auf die Erde und betete, dass, so es möglich wäre, die Stunde vorüberginge und sprach: Papa, mein Vater, es ist dir alles möglich. Übergebe mich dieses Kelchs. Doch nicht, was ich